Hi Leute, willkommen zur Dragomir baut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles rund um Lavaffenbau. Unser heutiges Thema wird sein der zweite Teil zur Schmiedeesse. Ja, dann gucken wir jetzt mal am zweiten, dass wir das Ganze irgendwie so ein bisschen hübsch noch kriegen. Und dass die Kohle nicht aussieht wie so ein paar eckige Klumpen. Wird sowieso so ein bisschen wie Lava wahrscheinlich nachher aussehen, aber wenigstens dass es so ein bisschen aussieht wie Kohle. Ja, dann Leute, denkt dran, abonnieren nicht vergessen. Wir gehen langsam auf die 500 Abonnenten zu. Da freue ich mich schon riesig drauf. Wenn ich die 500, da habe ich die Hälfte schon mal voll. Zu 1000. Freue ich mich super drüber. Über jeden, der mich schon abonniert hat. Ein super Dank an euch. Ihr seid echt die Besten. Ich hoffe, meine Videos gefallen den meisten und dass es noch mehr werden. Wie gesagt, ich bin noch voll im Umzugsstress. Jetzt die letzten 3 Tage noch. Gestern mir noch ein bisschen Knie verdreht, aber das hält mich ja nicht davon ab, weiter Kartons zu schleppen und für euch ein paar Videos zu machen. Auch wenn es nur eins momentan eine Woche ist. So, dann genug warum ihr jammert. Bleibt dran, wir sehen uns. Dann geht's los. Den Kasten, da habe ich erstmal alle Lampe und alles raus. An dem Teil habe ich schon ein bisschen angefangen und ein bisschen probiert. Da muss ich mal gucken, wie ich das am besten mache. Also ich bin noch am Überlegen, ob ich hier vielleicht noch ein bisschen was drüber setze. Da muss ich aber noch gucken. So, dann habe ich hier ein paar Teile vorbereitet. Die sind nicht alle so gleich lang. Die schneide ich gleich noch zurecht. Habe ein bisschen geschliffen, weil hier so auf den Streifen, das kommt dann quasi einmal so rundrum. Da will ich noch so ein bisschen Verzierung drauf machen. Wie gesagt, ich wollte ja nicht, dass das zu langweilig aussieht. Na, da muss ich dann jetzt gucken, wie ich das mache. So, der Rest, was dann übersteht, wird dann halt abgeschnitten. Das machen wir dann gleich. Heißklebepistole blüht schon mal vor. Mit dem Lötkolben bin ich am Überlegen, da auch noch ein bisschen was drüber zu gehen. Dann schneiden wir hier noch so ein bisschen was zusammen. Dann brauche ich nachher nicht so viel rumzustinken mit dem Lötkolben. Besonders gesund ist das ja auch nicht. Dann müssen wir noch ein bisschen warten mit dem Lötkolben. Das tun wir jetzt erstmal auf Seite und dann fangen wir schon mal an und kleben hier das schon mal dran. Feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man. Dann haben wir hier den Sockel schon mal fertig. Ach, ich schläft den Fuß langsam ein. So, das ist der Sockel. Wie gesagt, dann mache ich hier noch so ein bisschen Verzierungen dran. Vielleicht hier oben auch noch ein bisschen. Da muss ich mal gucken. Vielleicht auch noch auf die Seiten. Mal gucken, wenn es nicht zu viel wird. Weil, ihr müsst immer gucken, manchmal ist auch weniger mehr. Wenn man manchmal zu überladen macht, je nachdem was es sein soll, sieht es dann natürlich nicht mehr so toll aus. So, jetzt haben wir hier die Teile. Gucken wir mal, wie weit der Lötkolben ist. Der müsste eigentlich... Ich würde sagen, bei dem hier, das lassen wir mal mit dem Lötkolben. Da kann man natürlich immer noch ein bisschen was machen, aber das lassen wir jetzt erstmal. Zack, machen wir mal aus. So, dann würde ich nämlich sagen, wir kleben nämlich noch hier so ein paar Teile drauf. Auf jeden Fall hier so. Weil, ich wollte nämlich noch mal gucken, dass ich quasi, den stecken wir noch mal aus. Zack. Und zwar wollte ich das Loch hier noch so ein bisschen kaschieren, dass das nicht so, ich sag jetzt mal, so groß und schlimm aussieht. Ich habe jetzt hier überall noch ein bisschen was drauf geklebt, dass das noch so ein bisschen dynamischer aussieht, sag ich mal. So, jetzt ziehen wir noch mit dem Heißluftföhn mal drüber. Das Ganze zu glätten. Beziehungsweise nicht glätten,
die Fäden vom Heißkleber wegmachen. Ich würde sagen, das reicht. Nehmen wir uns mal ein Pappstück als Unterlage wieder. Und dann fangen wir an zu pinseln. Und zwar, das Ding werde ich erstmal in Schwarz machen. Das wird dann nachher, mache ich in Metalloptik, wie so ein Metallkasten, wo dann halt die Kohle reinkommt. Und hier fange ich an, das werde ich jetzt auch mal ausprobieren. Da muss ich gucken. Hier habe ich einen Becher. Dann nehmen wir mal Flexiped transparent. Erstmal guter Schuss. Da will ich nämlich erstmal probieren, ob das überhaupt funktioniert. Mal gucken, habe ich hier irgendwas zum Umrühren? Natürlich wieder nicht. Also ich gucken, wo ich alles hingeschmissen habe. Also Leute, wenn ihr Videos macht, bereitet euch lieber besser vor wie ich. Ich bin da kein gutes Beispiel. So, und zwar, da das letztes Jahr mit der roten Glasmalfarbe relativ gut funktioniert hat, die schwarze, das war ja mehr so ein hässliches Grau. Das hat ja nicht so toll funktioniert. Versucht man heute mal mit Gelb. Ups. Das war ein bisschen viel. Habe ein bisschen viel daneben gekleckert. Aber das ist nicht schlimm. So. Keine Ahnung, ob das hier noch war. Ich behalte das jetzt einfach mal. Mal ein bisschen mischen, dann gucken wir mal, wie sich das Ganze hier so verhält. Also so ein Gelbschein hat das Zeug schon. Also das könnte funktionieren. Das sieht, glaube ich, gut aus. Das klappt beim Silikon eigentlich auch ganz gut. Dann müsste das hier eigentlich auch. Nur wie gesagt, also mit dem Schwarzer bin ich sehr enttäuscht. Hier nehme ich mal einen frischen Pinsel und auch frisches Wasser. Und das Wasser werde ich dann und den Pinsel auch nur für das Gelb benutzen. Das Schöne ist, mit dem Pinsel kann man hier überall schön dazwischen gehen. Da kommt man auch überall dran. Das lassen wir jetzt erstmal ein bisschen trocknen. Und dann machen wir die Rückseite. Dann sehen wir uns dann wieder, wenn ich dann ein paar Schichten Gelb drauf habe und das Ding hier in ein paar Schichten Schwarz, würde ich sagen. Ich habe jetzt hier mal so 2 Schichten drauf gemacht in Gelb. An den Seiten nicht so, unten nur eine. Ich weiß ja nicht, wie gut das dann nachher durchleuchtet. Wie gesagt, ist mal wieder so ein Projekt, wo man mal wieder ein bisschen rumexperimentiert. Dann fangen wir jetzt mal an. Wir machen noch so ein bisschen rot. Ich weiß jetzt ja nicht, wie viel ich da brauche. Wahrscheinlich mal wieder viel zu viel. Wie immer. Kennt ihr ja bei mir. Ist ja selten, dass ich mal so das Maß treffe. Einen Klecks rein. Wird dann wieder schön Schweinchenrosa. Aber bei dem Messer haben wir ja gesehen, dass das ein schönes Rot nachher wird. Also bin ich mal optimistisch, dass das hier auch nachher gut aussehen wird. So. Mal schön verrühren. Ich denke mal, da brauchen wir auch nicht so viel. Weil das werde ich jetzt mit dem Schwamm drauf tupfen. Auf Seite. Dann fangen wir hier erstmal an einer Seite an. Da gehe ich auch nur oben drüber, also die helleren, die Stellen, die weiter oben sind. Die tieferen, die lasse ich dann in dem Gelb. Das ist ein bisschen mit dem Untergrund ein bisschen jetzt blöd zum Tupfen. Schöner wird, wenn es aufliegt, aber das ist immer so ein bisschen momentan, das klebt so richtig an allem irgendwie, wenn das noch frisch ist.
Also was heißt, ja, so verhältnismäßig frisch. In der Größe habe ich sowas auch noch nicht gemacht. Also lassen wir uns einfach mal überraschen. Lassen wir jetzt trocknen. Seid. Und dann gucken wir mal, wie es danach mit dem Schwarz wird. Das ist jetzt soweit trocken. Ich glaube, da müssen wir aber noch ein bisschen was drüber tun. Aber, wie gesagt, das Ganze machen wir jetzt, glaube ich, noch. Oder machen wir das im Schwamm? Ja, ich weiß es nicht. So ein bisschen was Dunkleres wollte ich noch mit reinmachen, damit das Rot nicht so hell aussieht. Alles ist auch noch nicht trocken, sehe ich gerade. Ne, das ist der falsche. Schwarz wollte man noch ein bisschen rein. Dann nehme ich mal einen von den Pinseln hier. Nehme ein bisschen schwarz, also wirklich nur so ein bisschen. Und dann, dass das so ein bisschen dreckig aussieht. Hoffentlich klappt. Ich glaube, das werde ich aber auch mit dem Schwamm drauf tupfen. Das wird sonst wieder zu dick und dann trocknet das zu lang. So, mal gucken. Machen wir mal hier. Ich bin echt mal gespannt, wie das nachher wird. So, das ist nämlich alles noch irgendwie ein bisschen sehr hell. Das ist mal wieder, selbst für mich auch wieder mal wieder was Neues. Man lernt ja nie aus. Und Leute, immer ein bisschen Mut haben und probieren, auch wenn es mal nichts wird. Bisher habe ich meistens Glück, dass es noch irgendwie, dass es ansehnlich wird, aber es kann auch mal in die Hose gehen. Dann nicht den Kopf in den Sand stecken, weiter probieren. So, das brauchen wir nicht mehr. Das kann man auf Seite tun. Hoffe ich, dass man nicht mehr braucht. So, dann nehmen wir jetzt schwarz. Das verdünne ich dann nicht. Damit will ich dann quasi hier so am Rand die Kohle dann, dass das nicht so am Rand dann durchleuchtet. Ich bin gespannt, wie das dann nachher aussieht. Wie gesagt, ich stupfe das jetzt alles. Dann sieht das nämlich ganz so deckend aus. Das sieht gut aus. Die Hände sehen zwar wieder aus wie Sau, aber egal. Ich glaube, das ist es wirklich wert. Ich glaube, das lassen wir jetzt erstmal hier das Teil. Kann sein, dass das hier ein bisschen zu hell mit dem Gelb wird. Obwohl, vielleicht tun wir noch ein bisschen. Naja, wir lassen es erstmal so. Ich habe besser ein bisschen mehr Rot. Aber mal gucken, vielleicht sieht das ja auch richtig gut aus. Wir lassen es jetzt einfach so. Ich hätte lieber so ein bisschen mehr hier wie hier das Rot gehabt. Ne? Aber naja, gut, vielleicht hätte ich auch noch ein bisschen mehr Rot reinmachen sollen in die Farbe. Oder noch ein paar Schichten mehr. Naja, gut. Aber wie gesagt, ist ja ein erster Prototyp. So rein optisch bisher gefällt es mir schon ganz gut. Ich hätte vielleicht noch ein paar Sachen ein bisschen schwarzer machen sollen. Aber so im Großen und Ganzen, ich denke mal, das sieht ganz gut aus. Das lassen wir so. So, dann fangen wir mal mit dem Ösekasten an. Irgendwie klebt das. Also momentan bei der Hitze draußen klebt irgendwie alles. Und zwar wieso? Jetzt habe ich hier schon mal ein bisschen angefangen, ein paar noch Verzierungen drauf zu machen. Also die Abgüsse, das hat diesmal irgendwie nicht so richtig funktioniert. Also ich könnte jetzt nur vermuten, dass das an dieser schwülen Hitze liegt. Dass die irgendwie so, na, ich weiß es nicht. Das ist irgendwie sehr komisch aus den Formen rauszumachen gewesen. Also sonst ging das eigentlich wesentlich einfacher. Naja, ist ja. So, jetzt machen wir hier oben so ein bisschen was drauf. Sieht jetzt nicht so toll aus. War noch ein bisschen, weil ich musste ein bisschen improvisieren. Aber ihr kennt das bei mir, ja. So, mal gucken. Hoffentlich klebt das hier nicht gleich drauf. Naja, die Sachen hier, die glaube ich nehme ich gar nicht. Ich nehme hier die Teile. Ich hoffe mal, dass ich hier noch davon habe. Hier haben wir ja noch ein paar Schwämme. Nehmen wir uns noch ein bisschen Silber.
Das war ein bisschen viel, aber egal. So. When you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Jetzt habe ich mir die ganze Finger voll gesifft. Jetzt lassen wir erstmal die beiden Sachen trocknen. Jetzt haben wir das Teil. Das Teil ist ja schon soweit trocken. Die Farben, die sind jetzt soweit trocken, hoffe ich. Dann werden wir jetzt rundherum noch ein bisschen was mit Farbe machen. Ich hoffe mal, das reicht. Ich wollte erst Gold nehmen, aber ich muss ehrlich sein, das Ganze wird mir dann ein bisschen zu protzig. Das soll ja nur eine Reiseesse sein. Dann brauchen wir die Farbe hier auch nicht mehr. Das haben wir. Und dann fangen wir jetzt, glaube ich, schon mal an zu topcoaten. Dafür nehmen wir wieder vom Flexi-Paint den dunkleren, also den matten, den No Track. Oder? Ja, ich glaube ja. No Tag. Ich weiß nicht mehr, wo ich Track sage. Naja, ist ja. Wahrscheinlich zu viel Star Trek geguckt. So. Wenn wir hier schon mal die obere Seite machen, dann kann die schön über Nacht nämlich trocknen. Schöne ist immer beim Flexi-Paint, bei dem Topcoat, den Rest kann man wieder reinkippen, wenn man so ein kleines Behältnis nimmt. Ja, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns dann wieder, wenn ich komplett alles getopcoatet habe. So, der Topcoat ist soweit jetzt trocken, hoffe ich auf jeden Fall. Ein paar Stellen hier waren irgendwie immer noch, obwohl ich das ja gestern Abend gemacht habe. Ich sage ja, also ich glaube, das liegt an der Luftfeuchtigkeit momentan. So, dann haben wir das Ding jetzt soweit, würde ich mal sagen, fertig. Topcoat ist rundum trocken. Ja, sieht gut aus. Dann tun wir mal hier die Bümmellampe rein. Jetzt mal gucken, klappt die? Ja. Wunderbar. Dann kommt der Deckel hier drauf. Andersrum, Leute. Sonst passt das Messer hier nicht rein. So. Ich hätte hier vielleicht an den Seiten auch noch wie zumachen sollen, so hier wie so ein Rand. Das war vielleicht auch nicht so das Optimale, aber wie gesagt, das ist ja erstmal nur ein Prototyp. So, mal kurz gucken. Bin ich mal gespannt. So. Das Ding machen wir auch schon mal an. Ja, ja, dann würde ich sagen, wollen wir mal testen, ne? Machen wir mal das Licht aus. So, das sieht doch schon mal ja nicht übel aus. So, mal gucken. Na ja, gut, nach vorne hin ist es jetzt nicht so, wie ich gehofft hatte. Also mehr so hinten. Wäre natürlich schöner, wenn das mehr so. Naja, gut. Wie gesagt, ist ja nur ein erster Prototyp. Dann kommt das Teil quasi hier rein. Ja, jetzt ist es doch ein bisschen abgedeckt, dass das nämlich das Loch so komisch aussieht. Ja. Sieht das gar nicht mal so übel aus. Kann man natürlich auch noch ein paar andere Sachen, aber ich weiß jetzt nicht, was das genau ist. Kann man glaube ich noch heller. Ja, keine Ahnung, was das jetzt so für Unterschiede sind. Aber so im Großen und Ganzen finde ich, sieht das doch ja nicht mal so übel aus. Hm? Da hinten ist es ein bisschen mehr, aber wie gesagt, da kann man ja noch ein bisschen was anderes sich überlegen oder vielleicht mit 2 oder 3 Lampen arbeiten.
das Ganze noch ein bisschen anders gestalten. Aber so im Großen und Ganzen finde ich das Ding eigentlich schon ganz geil. Naja, so, machen wir das Licht mal wieder an. Dann würde ich sagen, das war es mit der Esse. Ich hoffe mal, das ganze Teil gefällt euch so. Wie gesagt, so noch ein paar Verbesserungsvorschläge kann man da noch machen. Es ist ja halt ein Prototyp gewesen. Da kann man halt noch ein bisschen was machen. Also die Optik so von der Kohle ist schon okay, finde ich. Sieht ganz gut aus. Kann man vielleicht noch ein bisschen was mehr machen. Also war ja jetzt ein erster Versuch mit dem, dass das so in der Richtung. Habe ich mit den Farben so ja auch noch nicht ausprobiert, aber so im Großen und Ganzen bin ich recht zufrieden. Im ganz Dunkeln sieht das ja richtig gut aus. Ansonsten hätte ich vielleicht noch ein bisschen das Ding größer oder tiefer machen sollen, also höher. Und hätte da vielleicht mit 2 Lampen bauen sollen. Aber kann man ja immer noch machen. Oder halt irgendwie anders. Vielleicht für einen Zwerg sowas in sechseckig oder sowas. Und dann da wirklich mehrere Lampen verbauen. Das sieht bestimmt auch richtig geil aus. Vielleicht baue ich auch sowas mal für einen Zwerg. Aber wie gesagt, das war jetzt mal ein Versuch. Für die Leute, die vielleicht einen Schmied spielen und dann jetzt hier bei den Temperaturen und Waldbrandgefahr und das ganze Trenderatsch, was da noch so drumherum ist, wäre vielleicht eine Alternative, wenn man dann halt eine Esse haben möchte zum Schmieden, ne, um das darzustellen, dass ihr euch sowas zusammenbaut. Wie gesagt, das war jetzt so ganz simpel eigentlich nur gemacht, kann man natürlich auch noch wesentlich aufwendiger mit Blasebalgen und keine Ahnung, beleuchtete Runen und keine Ahnung, was man da alles so wahrscheinlich machen kann. Vielleicht baue ich sowas mal für einen Zwerg. Mal gucken. So. Ich habe jetzt das Video mal zwischen dem Schleppern von der Umzugssachen gemacht. Dass ich mal ein bisschen mich hier im Keller abkühle. Boah, ich möchte am liebsten ja nicht raus im Keller. So schön angenehm ist das hier. Dann werde ich jetzt ein bisschen noch Video schneiden. Dann wünsche ich euch beim Schwitzen allen noch viel Spaß zu Hause. Ich werde dann mal mit dem Umzug weitermachen. Heute letzter Tag. Endschlacht. Morgen gehen dann Möbel rüber. Für nächste Woche habe ich auch schon was Tolles in Planung. Ich hoffe, das funktioniert. Das ist nichts Großes, aber das ist vielleicht für den einen oder anderen, der einen Heiler spielt, vielleicht interessant. Aber mehr spoilere ich nicht. Da müsst ihr dann nächste Woche selber in das Video reingucken. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag und viel Spaß beim Schwitzen. Ich hoffe, ihr liegt am See oder irgendwo im Pool. Mir läuft die Brühe nämlich nur noch runter. So, dann sehen wir uns bei einem meiner nächsten Projekte. Wir sehen uns.